Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen 3D-Episode. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. In diesem Video möchte ich euch einige kleine selbstgedruckte Helferlein vorstellen. Einige davon habe ich selbst entworfen. Die anderen Entwürfe stammen von der Webseite thingiverse.com. Dort findet ihr sehr viele unterschiedliche Dinge, so auch kleine Helferlein, die euch beim Werken unterstützen. Nummer 1. Die Anreißhilfe. Eine Anreißhilfe verwendet man, um eine parallele Linie von einer Kante anzuzeichnen. Dies kann zum Beispiel mit einem Bleistift oder einem Messer gemacht werden. Zuerst schiebt man entweder ein kleines Lineal oder einen Zollstab durch die Öffnung. Dann stellt man das gewünschte Maß ein und fixiert es mit der Stellschraube. Knifflig bei diesem Modell sind das Innen- und Außengewinde. Diese werden, wie das gesamte Modell, schichtweise erstellt. Die Gewindegänge im ABS-Plastik sind im Vergleich zu einem Metallgewinde sehr dünn und können sich beim Drehen verformen. Passt daher bei der Verwendung gut auf, da ansonsten das Modell kaputt geht. Nummer 2. Die Zinkenschablone. Zinkenschablonen werden für Holzverbindungen verwendet. Es gibt verschiedene Größen bzw. Winkel. In diesem Fall handelt es sich um Schwalbenschwanzzinken, da diese eine Trapezform haben. Bei der Verwendung müsst ihr aufpassen, dass euch nicht der trapezförmige Teil abbricht. Wenn ihr eine stabilere Schablone haben wollt, müsst ihr entweder den Füllgrad erhöhen oder das Modell für den 3D-Druck um 90 Grad drehen. Dadurch werden beide Flächen besser miteinander verbunden, was das Risiko eines Bruchs deutlich vermindert. Nummer 3. Die Malerpyramiden. Malerpyramiden sind kleine Helferlein, auf denen Werkstücke abgelegt werden können, um sie zu bemalen oder zu lasieren. Hier seht ihr zwei verschiedene Varianten. Durch den kleinen Auflagepunkt an der Spitze können die Pyramiden auch auf bereits bemalte Flächen aufgesetzt werden. Nummer 4. Der Nutenhelfer. Dies ist ein selbst erstelltes Modell. Im Vergleich zur Zinkenschablone können damit gerade Holzzinken bzw. Nuten hergestellt werden. Die Breite beträgt genau 1 cm. Damit können Holzverbindungen mit kleinen Hölzern hergestellt werden. Wie man sich so etwas bastelt, habe ich in einem anderen Video dargestellt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Nummer 5. Ein Aufsatz für die Dübelfräse. Viele Elektrowerkzeuge haben eine Anschlussmöglichkeit für Staubsauger oder andere Absaugungen. Jedoch gibt es Unterschiede bei den Herstellern. Damit ihr eure Geräte an bereits bestehende Absaugungen anschließen könnt, braucht ihr meist einen Adapter. In meinem Fall habe ich mir einen Adapter für die Dübelfräse erstellt. Wie das genau ablief, habe ich ebenfalls in einem anderen Video dargestellt. Auch dieses verlinke ich dir in der Beschreibung. Nummer 6. Kreisschablone. Das ist eigentlich ein sehr einfaches Modell. Die Erstellung dauerte nicht lange. Diese Schablone kann man sich mit verschiedenen Durchmessern erstellen und drucken. Damit könnt ihr euch dann Kreise auf eure Werkstücke anzeichnen. Hier seht ihr noch einmal alle diese Helferlein. Manche davon sind auch in Fachmärkten aus Metall oder aus Holz erhältlich. Meist sind diese aber etwas teuer.
Daher ist der eigene 3D-Druck eine gute Option für die Herstellung solcher Helferlein. Zwar bestehen diese aus ABS-Plastik, jedoch kann die Stabilität durch einen hohen Füllgrad deutlich verstärkt werden. Dann können auch diese Stücke sehr lange verwendet werden. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Rundgang gefallen. Schreibt mir eure Meinungen und Anregungen zu dem Thema in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut!